Make-A-Wish, die Make-A-Wish Foundation zu erzählen. Es ist eine Herzensangelegenheit, die mich schon seit fast, eigentlich über 20 Jahren begleitet, muss ich sagen. Gegründet hier in Österreich im April 1997 von meiner damaligen Nachbarin Hanneke Roos. Sie ist Holländerin und berufsbedingt durch ihren Mann nach Wien gekommen. Und sie hat Make-A-Wish von Holland gekannt und hat dann festgestellt, oh, das gibt es in Österreich noch gar nicht. Das müssen wir jetzt unbedingt hier einführen und hat sich dann sehr unkompliziert auf den Weg gemacht und hat einmal in der Nachbarschaft angefangen, Leute anzuheuern und für diese Idee zu begeistern. Und da war ich eine der ersten, die da dabei war. Wir haben angefangen, an ihrem Küchentisch unsere ersten Meetings zu machen. Und in der Zwischenzeit gibt es uns heuer, feiern wir unseren 20. Geburtstag hier. Und wir sind sehr gut gewachsen. Wir sind circa oder mehr als 70 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Österreich für die Make-A-Wish Foundation engagieren, das auch mit Herzblut machen und hier Großartiges leisten, muss man auch sagen, in ihrer Freizeit. Und was machen wir? Wahrscheinlich muss ich Ihnen das gar nicht sagen, aber die Make-A-Wish Foundation, wir erfüllen Herzenswünsche von schwerstkranken Kindern. Und wir bringen ihnen damit Freude, Vorfreude, aber auch schöne Erinnerungen. Wir bringen ihnen Lichtblicke in einer Zeit, wo es ganz, ganz schwierig ist. Man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn Kinder gesund sind, dann ist alles wunderbar. Aber wahrscheinlich diejenigen, die Kinder haben, wissen das auch, wenn schon dann die ersten Kinderkrankheiten kommen oder Dinge, die aus dem Kindergarten und Schule mitgebracht werden, ist das meistens schon eine nicht so angenehme Situation. Und wenn man sich dann ungefähr vorstellen kann, wie es ist, wenn man erfährt, dass das Kind eine Krankheit hat, die sehr schwer ist, die vielleicht Krebs heißt, die vielleicht Lungenkrankheiten oder Ähnliches betreffen, dann wird das schon sehr schlimm, dann verändert sich das ganze Leben der gesamten Familie. Und was wir hier tun können mit allen unseren Partnern, und ich komme gleich dann dazu, wer denn da alle beiträgt dazu, weil letztlich sind wir, jeder Beteiligte ist irgendeine Art von Wunscherfüller. Was wir da tun können, davon möchte ich Ihnen heute gerne erzählen, um diese Freude, diese neue Kraft, diese Hoffnung zu bringen für Kinder und ihre Familien in einer schwierigen Zeit. Ja, Frau Moll hat schon gesagt, 1980 wurde es in den USA gegründet, initiiert oder inspiriert bei der allerersten von der allerersten Wunscherfüllung, das war der Chris, 7 Jahre alt, und der wollte gerne für einen Tag lang Polizist sein. Und die Polizisten, die das organisiert haben, damals in Phoenix, und seine Mutter, die gemerkt haben, was das für diesen Jungen bedeutet, einmal eine ganz andere Welt zu erleben, aus dieser Krankheitswelt ausbrechen zu können und für einen Tag lang das zu tun, wovon er immer geträumt hat. Das war für die auch so ein Erlebnis, dass sie gesagt haben, das wollen wir anderen Kindern und Jugendlichen auch ermöglichen. Und deshalb gründen wir diese Foundation, und in der Zwischenzeit ist sie in über 40 Ländern aktiv, mit über 300.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und so alle 22 Minuten wird irgendwo auf der Welt ein Wunsch erfüllt von einem, der Wunscherfüller von Make-A-Wish, um hier entsprechend das zu tun, was wir tun, auch hier in Österreich. Ja, und wir haben auch, und das verbindet meine beiden Welten sozusagen, meine Profit-Welt, wo ich unterwegs bin und hier Unternehmen begleite in Veränderungsprozessen, wo wir auch drauf gekommen sind, dass das letztlich wir immer Menschen sind. Egal was wir tun, ob wir in einer Profit-Organisation oder in einer Non-Profit-Organisation uns engagieren. Und dass es letztlich sehr stark darauf ankommt, wie wir agieren, wie wir miteinander agieren. Und hier sind so ein paar Erkenntnisse dabei, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Und damit sozusagen zu starten. Zwischen 3 und 18 Jahren, ich habe es gesagt, und dieses Thema, es geht nicht um den Wunsch selbst, und die Wünsche sind ganz vielfältig, dazu werden wir dann auch noch kommen, sondern es geht eher darum, hier einen Kontrapunkt zu setzen und die zu integrieren, die es betrifft. Ich möchte das gerne anhand eines Beispiels dokumentieren. Eines kleinen Mädchens, die geht noch in den Kindergarten, die hat eine schwere Krebserkrankung gehabt. Ganz lange Behandlungszeiten, man kann sich das gar nicht wirklich vorstellen als junger Mensch.
Chemotherapie, Operationen, wieder Chemotherapie. Trotzdem, was man von diesen Kindern lernen kann, ist ihr Lebenswille und ihre Freude, die sie empfinden können und ihr Umgang auch teilweise mit ihrem Schicksal. Und dieses kleine Mädchen namens Mila, die war in ihrer schwersten Zeit immer sehr beeindruckt oder das hat ihr Kraft gegeben. Kleine Mädchen, Prinzessin, Eiskönigin war ihr Lieblingsfilm und den hat sie, ich weiß nicht, wie oft gesehen. Und sie hat davon geträumt, einmal so einen Tag als Prinzessin mit ihrem Gefolge, ihrem Hofstaat, also sprich ihren Freundinnen und Freunden aus dem Kindergarten zu verbringen und hier dieses Prinzessinnensein auch einmal ausleben zu können. Und wenn man jetzt sagt, das betrifft sie, das betrifft ihre Familie, aber es betrifft auch immer unsere Wunscherfüllerinnen und wir versuchen so aus jedem Wunsch etwas ganz Besonderes zu machen, den besonders nett zu verpacken sozusagen, wir nennen das auch Einkleiden. Und im wahrsten Sinne des Wortes Einkleiden waren unsere Kolleginnen in diesem Fall alle, die sozusagen die Zofen gespielt haben für die kleine Mila. Und das Ganze hat unter anderem stattgefunden im Hotel Ritz-Carlton, das ist schon ein langjähriger Partner, der Herr Auer sitzt auch da, freut mich besonders, international, aber auch in Österreich und unterstützt immer wieder bei diesen Wunscherfüllungen, wenn die Kinder irgendwas ganz einen besonderen Rahmen brauchen, dann stoßen wir dort immer auf offene Ohren und in diesem Fall auch. Wurde die Präsidentensuite zur Verfügung gestellt, wo dann das schöne rosa Kleid lag, wo sie sich umziehen konnte, wo der Hofstaat eingekleidet wurde, wo ihre Freundinnen und Freunde aus dem Kindergarten eingekleidet wurden, um diesen Tag dann eben gemeinsam zu feiern. Sie wurden fürstlichst verpflegt, es wurde gespielt und gelacht und getanzt. Und ich habe gestern Abend einen Film auch davon bekommen. Ich hoffe, dass es dann nach dem Vortrag kurz klappt, das 2 Minuten, dass wir technisch ein bisschen umbauen und ich Ihnen zeigen kann, weil der sagt mehr, als ich Ihnen beschildern kann, wie berührend das ist. Aber zurück zu Mila. Also es werden berührt alle Leute, die da irgendwie damit zu tun haben. Das ist das Team vom Ritz-Carlton, die haben gebacken eine über 40 Kilo schwere Torte des Eispalasts. Ja, also mit einem, das sieht man jetzt nicht, aber die Prinzessin dort oben an der Spitze, die hatte einen leuchtenden Rock. Und wie das dann hereingeführt wurde, war also die Mila entsprechend begeistert. Und das ist sie mit ihrem Hofstaat. Das sind die Herrschaften, die dann gefeiert haben. Sie wurde dann mit einer weißen Kutsche nach Schönbrunn auch gefahren. Und dort ging es dann weiter mit einer Führung, mit einem Quadrillentanzkurs und ähnlichem. Also es war wirklich ein Tag, der ganz anders war. Profitieren von Non-Profit-Erfahrungen. Wie gesagt, wir sind alle Menschen und das, was ich auch mitnehme aus meiner Profit-Beratung, sind ganz viele Erkenntnisse aus der aktuellen Hirnforschung. Und als Menschen sind wir auch Säugetiere und das schon ganz, ganz lang und wir haben Prägungen da oben in unserem Gehirn, so wie Apps kann man sich das vorstellen, mit denen sind wir alle ausgestattet. Und das können wir uns gar nicht aussuchen, sondern das ist einfach vorhanden und da. Und das, was sozusagen die Reptilien als erste Bewohner der Erde von den Menschen oder den ersten Säugetieren unterscheidet, ist, dass die Säugetiere sich nicht mehr massenvermehrt haben, sondern das ging dann nur mehr bedingt und eingeschränkt, so pro Wurf 10 oder 12, so kleine Spitzmäuse hat es da ganz am Anfang gegeben. Und dann ging das nicht mehr mit der Massenvermehrung, dass man sagt, okay, die Eier liegen jetzt, der Frosch, die Eier liegen jetzt irgendwo und es ist egal und irgendwie werden schon die Mehrheit überleben und die Art erhalten wird. Säugetiere haben eine Bindung, eine Verbundenheit entwickeln müssen mit ihren Kindern und haben dafür sorgen müssen, dass sie sicher sind und dass es ihnen gut geht. Und das ist letztlich ein Trieb in uns, dass wir sagen, wir haben immer noch dieses Verbundenheitsbestreben. Ja? Und das ist letztlich auch etwas, was wir sagen, das brauchen wir, weil wir soziale Wesen sind und das leben wir, mehr oder weniger, manche vielleicht auch, aber die Verbundenheit ist etwas, was ganz, ganz wesentlich ist. Gerhard Hüther, einer der großen deutschen Hirnforscher, sagt, das ist auch die allererste Erfahrung, die jeder von uns macht. Im Mutterleib sind wir verbunden mit unseren Müttern. Und
Und das ist sozusagen auch hier eine prägende Erfahrung, die wir machen, noch bevor es uns natürlich nicht bewusst, aber es spielt einfach eine große Rolle. Und die zweite Erfahrung, die wir ganz, ganz früh im Mutterleib machen, ist, dass wir wachsen. Wir entwickeln uns. Und wir müssen uns daher, auch das ist ein Attribut in uns, dass wir sagen, diese Entwicklung muss gegeben sein. Und das ist auch etwas, was man immer wieder sieht, dass das uns antreibt. Also wir sagen, wir wollen was Neues wissen, wir wollen lernen, wir wollen gerade mal Kindern zuschauen, das ist immer wieder sehr schön zu beobachten. Wir sind neugierig, wir wollen in dieser Richtung weiter tun. Der Sinn ist etwas ganz, ganz wesentlich, was wir auch als Lebewesen brauchen. Wir müssen wissen, warum wir etwas tun. Und in ganz vielen Organisationen beobachte ich, gerade die, die dann meistens gebeutelt sind, sei es von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder von marktgetriebenen Zahlen, Daten, Fakten, ist es so, dass vielen Mitarbeitern dort manchmal auch der Sinn abhanden kommt. Warum machen wir denn das jetzt überhaupt? Warum trifft uns das jetzt? Sehr oft wird auch in Change-Projekten dann gesprochen, wir müssen dieses und jenes tun, das ist wichtig, so und so werden wir es machen, und der erste Schritt ist X, aber es wird vergessen zu sagen, was es denn bedeutet und was es vor allem bedeutet für die Menschen. Die Transparenz, auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Arman Trofsky, der sich beschäftigt hat mit der Frage, wie bleiben wir gesund, wie arbeiten wir auch gesund, wie werden wir wieder gesund, wenn wir krank sind, hat gesagt, es gibt so 3 Säulen, die stimmen müssen. Das ist der Sinn, das ist die Transparenz und das ist auch letztlich die Möglichkeit des Mitgestaltens. Wenn wir diese 3 Säulen sozusagen bedienen können, dann geht es uns leichter, dann stellt sich so ein Stimmigkeitsgefühl ein. Dann wissen wir, wofür wir da sind, warum wir gewisse Dinge durchmachen und die uns dann letztlich auch dazu helfen, es zu bewältigen, was immer ansteht. Und last but not least auch die Wertschätzung. Ganz, ganz wesentlich für uns als soziale Wesen. Wir brauchen sie, wir wollen wahrgenommen werden, wir wollen gesehen werden mit dem, was wir beitragen. Und auch das ist etwas, was man überall beobachten kann, ganz egal, ob Profit oder Non-Profit-Organisation. Das braucht es ganz einfach. Ja, diese 6, ich nenne sie auch die Big Six von Veränderung. Weil ich glaube, wenn man auf die nicht achtet, dann wird es ganz, ganz schwierig. Dann bleibt man vielleicht irgendwo auch stecken oder fragt sich einmal, wieso oder was. Und wie wir sie sozusagen bei uns in unserer Organisation leben, das möchte ich Ihnen jetzt noch kurz vorstellen. Wenn die 6 stimmen, dann wird scheinbar auch Unmögliches möglich. Davon sind wir felsenfest überzeugt und deshalb können die Wünsche gar nicht außergewöhnlich genug sein. Wir erfüllen Wünsche, wie zum Beispiel den von Lukas, auch an Krebs erkrankt, der sich gewünscht hat, einmal im Leben das Meer zu sehen und dort eine Zeit zu verbringen, die ganz weit weg ist von Spitälern, von Behandlungen und Ähnliches. Das ist etwas, was uns immer wieder begegnet. Entschuldigung, sage ich den Lukas vertauscht. Es gibt einen anderen Lukas, der am Meer war. Das ist der Lukas, der den Niki Lauda treffen wollte. Der Lukas ist ein riesen Formel-1-Fan gewesen und er hat gesagt, also nichts will er mehr als den Niki Lauda treffen und er glaubt eigentlich nicht, dass wir das schaffen. Und es war zugegebenermaßen ein bisschen schwer, weil der Niki Lauda hat zwar gesagt, ja grundsätzlich gern, aber Formel 1 und so weiter, also der ist in der Weltgeschichte herumgereist und dann hat er gesagt, ja, also er ist an dem Tag in Wien und hat aber nur eine halbe Stunde Zeit und ja, der Lukas, der aus Niederösterreich mit seinen Eltern nach Wien gebracht für diese halbe Stunde und dann saßen sie auch in einem Hotelcafé, dem Lieblingscafé von Niki Lauda, nicht das jetzt gerade. Dann ist was Sagenhaftes passiert. Der Niki Lauda war so fasziniert von dem Lukas, dass er dort sitzend 2 Termine abgesagt hat, die er danach noch hätte haben sollen. Die haben nicht nur fachgesimpelt über die Formel 1, sondern die haben sich auch sehr wohl unterhalten darüber, wie es ist, todesnahe Erfahrungen zu haben, wie man mit seinem Schicksal gut umgehen kann und so weiter und so fort. Und das ist das, was den Zauber von auch ein Gemisch ausmacht von all denjenigen, die sich davon berühren lassen.
dass es sozusagen hier um mehr geht, als nur etwas zu erleben oder etwas zu bekommen, sondern dass es hier darum geht, diese Verbundenheit auch zu spüren. Und das tun ganz, ganz viele Menschen und auch gerade viele Prominente, und die meisten sehr, sehr Prominenten, die wollen auch gar nicht, dass man erzählt, dass sie das tun, was wir dann immer schade finden, weil es sollte natürlich auch gute Vorbildwirkung da sein, aber jemand, das persönliche Idol zu treffen, ist für viele von unseren Wunschkindern ganz, ganz wichtig. So, hier ist der Johannes. So, der war auch so einer, der sich gewünscht hat, ans Meer zu fahren. Diese Freiheit zu spüren, diese endlose Weite sozusagen hier zu haben. Letztlich auch im Sinne des Entwickelns etwas zu erleben, wo man sagt, das ist einmalig. Entwicklung, ich habe es als eine dieser Big Six genannt, was tun wir dafür? Wir schauen, dass wir auch interne Weiterbildungen machen. Wir schauen, dass wir durch Umfragen und Forschung und auch hier international vernetzt mit unseren Schwestergesellschaften schauen, wie wir auch mit unseren Partnern, die wir haben, bestmöglich die servicieren können. Und wir sind auch international vernetzt in unserer jeweiligen eigenen Entwicklung. Es gibt so von jedem Land so 4 Stufen der möglichen Entwicklung. Das ist halt die Stufe von, man fängt an, gerade bei Gründung, und alle sitzen noch am Küchentisch, bis zur strukturierten Organisation mit 70 oder 100 oder 300 oder 500 Ehrenamtlichen in England. Also da wird es dann natürlich schon ein größeres Vorhaben, das auch zu managen. Und es geht letztlich immer auch um die agile Steuerung dieser Dinge. Wenn wir sprechen von unseren Zielgruppen oder von unseren Partnern, die da involviert sind, dann sind das natürlich die Kinder und ihre Eltern und ihre Familien, die wir versuchen immer einzubinden in dieses Erlebnis, klarerweise, weil sie auch von der Krankheit betroffen sind. Es sind die Spitäler, die Ärzte, die Psychologinnen dort, mit denen wir in Kontakt sind, Selbsthilfegruppen, es sind Sponsoren, Partner und Spender, mit denen wir zu tun haben, aber auch Opinion Leader in jedem Bereich und natürlich auch die Medien und last but not least die ehrenamtlichen Mitglieder und Mitarbeiter oder die potenziellen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Auch hier sind wir unterschiedlich immer wieder unterwegs. In Wien zum Beispiel haben wir jetzt im Moment ausreichend, sage ich einmal, aber in den anderen Bundesländern können wir noch gut wachsen. Also wenn jemand weiß, dass sich jemand für Regele vielleicht da Interesse hätte, bitte melden. Genauso wie wir auch sagen, es gibt im Jahr ca. 1500 neue Erkrankungen von Kindern mit diesen schwersten Erkrankungen. Das heißt auch da, wenn Sie ein Kind wissen, in Ihrem Bekanntenkreis haben, von einem Kind hören, bitte Make-A-Wish weitersagen. Wir sind dafür da, es den Kindern ein ganz besonderes Erlebnis zu ermöglichen. Wie zum Beispiel von Marcel, der hat sich gewünscht, ein großer Tierfan und ein ganz besonderer Wolfsfan. Er war von, wie diese Wölfe miteinander interagieren, sehr angetan, und da gibt es in Österreich eine Möglichkeit, so einen Wolfsrudel zu beobachten, zu besuchen. Und er war total fasziniert davon, und dann, was er nicht gedacht hat, dass möglich ist, es war dann auch eine Wölfin, die also schon angeleint und alles Mögliche, aber in einem Raum ihn persönlich getroffen hat, also ganz nah zum fast Angreifen. Und er war da drinnen mit dem Betreuer dieser Wölfe, und er hat überhaupt keine Angst gehabt. Und dann kommt diese Wölfin herein und nähert sich ihm, und er hat immer noch keine Angst gehabt, und dann war er aber doch ein bisschen starr, und das ist diese Sekunde, und dann kommt sie immer näher und schlägt ihm volles Gesicht ab. Das ist etwas, was sozusagen auch nicht jedes Mal passiert. Diese Wölfe sind an sich, wenn sie in diesem Raum sind, eher zurückhaltend und scheu. Das sind dann so diese magischen Momente. Ich glaube, sein Vater, der draußen warten musste, das ist bewusst so, weil diese Wölfe nicht gewillt sind, dass zu viele Menschen in der Gegend sind, aber der durchs Fenster konnte zuschauen. Ich glaube, dem ist mehr das Herz in der Religiöse gefallen im Augenblick als sonstiges. Aber es war zu keiner Zeit unsicher, man sieht das an der Beine. Und er schwärmt immer noch davon, von diesem Raum. Ja, bevor ich zu den Facts and Figures komme, das noch so ein bisschen vorstellen, ich möchte noch zu diesem Big Six, ich glaube, über den Sinn von dem, was wir tun, braucht man nicht diskutieren, der liegt irgendwie sehr eindeutig auf der Hand.
Umgekehrt für Profitorganisationen, habe ich schon gesagt, ist es manchmal, dass dieser Sinn verloren geht, das finde ich schade. Und dem immer wieder auf den Grund zu gehen oder zu schauen oder auch hier zu unterstützen dabei und auch für die Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen und ihnen mit der Transparenz auch zu vermitteln. Bei uns spielt die Transparenz natürlich eine riesengroße Rolle. Da geht es natürlich um Spendengelder, wo wir sagen, es muss ganz klar sein. Jedes Spenden, alles was wir in Österreich einsammeln, auch das muss man sagen, wenn es eine internationale Organisation ist, das bleibt auch in Österreich. Also wir sind hier nicht irgendwohin anders abliefernd oder ähnliches. Wir sind natürlich vernetzt und dürfen die Marke gemischt benutzen. Dafür ist schon eine Lizenzgebühr zu bezahlen, aber das ist eine sehr geringe Gebühr. Und von den Spendengeldern können wir zusichern, dass dafür nichts verwendet wird. Transparenz ist aber auch wichtig, manchmal auch im Sinne von Grenzen klar zu kommunizieren. Was meine ich mit Grenzen? Wir haben manchmal Partner, die sagen, naja, also ich hätte gerne ein Kind, das wäre am besten aus meinem Bundesland und sollte am liebsten vielleicht ein Wunsch sein, der irgendwo etwas ist, wo alle meine Mitarbeiter dabei sein können bei der Wunscherfüllung. Und da müssen wir halt sagen, das können wir nicht garantieren. Wir sind für die Kinder da und wenn sich jetzt das Kind etwas wünscht, aber sagt, ich kann nicht mit vielen anderen diesen Wunschtag verbringen, sondern das ist für mich was ganz Persönliches, dann müssen wir sagen, so gern wir es vielleicht hätten, aber dann kann auch niemand anderer dabei sein. Und hier, das meine ich mit Grenzen, wenn man sagt, wo geht es halt dann auch leider nicht. Ansonsten gibt es wenig Grenzen. Also wir haben Wünsche erfüllt von dem Papsttreffen bis nach Kuba fahren, in der Hoffnung, Fidel Castro zu treffen. Der Bursch war in Kuba, nur leider genau an dem Tag, wo Fidel Castro ins Spital gekommen ist. Aber es war möglich und er hat ihn fast getroffen. Von einmal mit den Clowns im Zirkus tanzen und das Ganze als Drache verkleidet, bis zu Kochen mit einem Sternekoch, von ich hätte gerne ein Smartphone, weil ich einfach so lange im Spital immer warten muss und die Zeit mir so lang wird und dann kann ich mit meinen Freunden noch in Kontakt bleiben oder Spiele spielen und mir die Zeit vertreiben, bis zu einmal mit dem Heißluftballon in die Luft aufsteigen und die Welt sehen. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Wünsche und die Verbundenheit, die ich auch zitiert habe, drückt sich auch dadurch aus, dass wir Partner haben, die uns seit 20 Jahren begleiten. Das sind Sponsoren, die schon von Anfang an dabei sind. Wir haben ein Wunschkind, das allererste, die Tamara, die vor 20 Jahren in Disneyland Paris war. Die hat dann vor 2 Jahren hat sie angerufen bei mir gewischt und hat gesagt, so, ich bin die Tamara, ihr werdet euch an mich nicht erinnern, ich bin das erste Wunschkind und jetzt ist es soweit, jetzt werde ich auch Wunscherfüllerin. Und sie arbeitet jetzt als ehrenamtliche Mitarbeiterin, auch möglich. Also auch das ist verbunden. Facts and Figures ganz kurz. Es ist eigentlich nur ein Ding, wie wir arbeiten seit 97 in Österreich, 1005 Wünsche, weil wir sehr stark auf die Qualität achten. Jeder Wunsch ist individuell zu betreuen. Es ist eine Reise für diese Kinder. Es beginnt schon mit der Vorfreude. Es ist das Ereignis selbst und es ist die schöne Erinnerung, die ein Leben lang halten kann, wie man bei der Tamara sieht, ja, die einen Unterschied macht. Individuell auf jedes Kind abgestimmt, in enger Kooperation mit den Eltern und den behandelnden Ärzten. Die vom Ablauf her ist es so, dass immer 2 aus unseren Teams gehen das Kind besuchen, um tatsächlich den Herzenswunsch herauszufinden. Manchmal ist es dann gut, wenn einer sich mehr um die Eltern kümmert und der andere mit dem Kind zusammen ist, damit es wirklich der Herzenswunsch herausgefunden werden kann. Und dann ist immer ein Team auch von 2, meistens sind es die gleichen, am Werk, um dann diesen Wunsch zu erfüllen. Und die Grenzen geben eigentlich nur die Ärzte vor. Wenn ein Arzt sagt, das geht im Moment nicht, oder bitte später oder gar nicht, dann sind uns leider auch die Hände gebunden. Und der allerschönste Wunsch, den diese Kinder natürlich alle haben, das sind auch unsere Grenzen, wir können sie noch nicht erfüllen, ist gesund zu werden. Wir können unseren Beitrag leisten, ihnen hier die Kraft zu geben, die Handlung am besten durchzustehen zum Beispiel. Und das findet tatsächlich auch statt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter, habe ich gesagt, die sind ausschließlich durch Spenden finanziert. Die
Spenden sind steuerlich absetzbar. Und unser internationales Dach mit den über 40 Ländern und Vertretungen mit unseren zigtausenden Kolleginnen und Kollegen, die im Austausch sind. Was kann man tun? Bitte folgen Sie uns auf Facebook, liken Sie uns, erzählen Sie weiter, teilen Sie unsere Nachrichten. Wir sind auch ein eigenes Digitalteam, auch von Ehrenamtlichen betreut, wo jeder Kanal extra betreut wird. Also wir sind auch Twitter und YouTube und Instagram, wie sie alle heißen. Das ist unser Maskottchen, der Bär. Wenn Sie sich beteiligen wollen, dann reicht schon, wenn Sie nach Hause gehen und es mindestens einer weiteren Person erzählen, dass es uns gibt. Je mehr, desto besser freuen wir uns natürlich. In diesem Sinne, ein Botschafter zu sein. Wir haben auch Botschafter aus der Kultur immer wieder. Im Moment ist es aktuell von der Unterhaltungsindustrie, Entertainment, der Alfons Heider, der uns hier unterstützt. Wir wollen aber auch ein Netzwerk von Botschaftern in der Wirtschaft aufbauen. Also wer sich hier engagieren will, herzlichst willkommen. Partner, Sponsoren, ehrenamtliche Mitarbeit. Wir haben in der Struktur Teams organisiert, wo man sagt, es gibt, manche sagen, ich kann nicht, mir ist das zu viel, ich kann nicht mit den Kindern selber arbeiten, aber ich will trotzdem was beitragen. Und die werden dann im Event-Team oder im Fundraising finden die auch schöne Aufgaben. Genau. Und, was kann man noch tun? Einfach profitieren von unseren Profiterfahrungen, indem Sie für sich selber sich überlegen, wo können Sie in Ihrem Umfeld, in Ihren Teams, dort wo Sie arbeiten, diese Big Six sozusagen auch unterbringen. Wo passt es für Sie, wo Sie sagen, das könnte doch auch noch ein Stückchen mehr zu unserem gemeinsamen, besseren Zusammenarbeiten beitragen. Da mal auf die Suche zu gehen, ich kann Ihnen sagen, es zahlt sich aus. Bei uns, bei AiGNER macht uns das viel Freude. Wir lernen täglich was dazu. Das macht einfach auch großen Spaß, muss ich sagen. Und deshalb schauen wir uns auf die Zeit. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu sehr überschritten. Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte, dass ich Ihnen hier etwas erzähle. Ich stehe natürlich sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Meine liebe Kollegin, die Andrea Scholz, sie ist unsere Geschäftsführerin, steht auch gerne natürlich noch für Fragen zur Verfügung. Ich möchte auch den Peter AiGNER erwähnen, der neben ihr sitzt. Er ist unser AiGNER-PR Agentureigentümer und er stellt zum Beispiel auch seine Leistungen für den Tisch ehrenamtlich zur Verfügung. Das sind genau diese, jetzt auch schon mehrere Jahre lang, das sind genau diese schönen Partnerschaften und die Verbundenheit, die wir hier auch spüren und die wir gemeinsam haben. Ja, vielen herzlichen Dank, thank you und ich stehe Ihnen gleich für Fragen zur Verfügung.